Wilhelm, warum hast du Kibun an? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe nur noch Kibbut-Schuhe. Ich habe diese hier heute mal an. Zum Predigen habe ich meine schönen schwarzen Kibbut an und zu Hause habe ich Kibbut-Hausschuhe an. Wenn wir wandern, dann habe ich meine Kibbut-Wanderschuhe an. Bei Johanna ist es genauso. Wir tragen nur noch Kibbut und das schon seit 5 Jahren. Wie es dazu kam, kann ich gerne erzählen. Ich hatte damals ein ganz, ganz großes Problem, meine Rückenschmerzen. Ich hatte wahnsinnige Rückenschmerzen, bin von einem Arzt zum anderen, von einem Spezialisten zum anderen, nach Hannover in die Röhre und Mittel geschluckt und das hat alles nicht geholfen. Aber ich bin ja Evangelist und viel unterwegs und dann lag vor mir eine Evangelisation in Bolivien. Und dann hat mir der Arzt ganz starke Mittel verschrieben, 3 verschiedene. Und damit bin ich dann los nach Bolivien. Aber wegen meiner Schmerzen konnte ich meine Koffer nicht tragen. Ich hatte noch ein paar junge Männer mit, die nehme ich eigentlich immer mit, wenn ich zum Dienst fahre. Die haben all mein Gepäck getragen und ich hatte trotzdem große Mühe, ins Flugzeug zu kommen. Und als wir dann in São Paulo eine kurze Zwischenpause hatten, ich kam fast nicht aus dem Flugzeug vor Schmerzen. Und dann sind wir weitergeflogen nach Bolivien, da haben sie mich gleich zu einem Spezialisten gebracht, der hat mir Spritzen gegeben und mich massiert und ich habe das dann überlebt. Und als ich nach Hause kam, da erzählt mir Johanna von einem neuen Schuh. Ein Schweizer hatte darüber berichtet, so kam ich dann auch zu dem Kibbut. Wir haben sogar Karl Müller besucht in Rockville und uns das alles angesehen und so bekam ich meine Kibbut. Und innerhalb von wenigen Tagen veränderte sich alles. Und ja, ich habe jetzt überhaupt keine anderen Schuhe mehr. Ich laufe nur noch im Kibbut. Seit wann läufst du jetzt mit Kibun rum? Seit über 5 Jahren. Keine Rückenschmerzen mehr? Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Seit 2010. Nein, ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Und wir waren dann so begeistert, dass Johanna damals sagte, den Schuh müssen wir nach Deutschland bringen. In unserer Gegend gab es den ja nicht. Und dann hat Johanna da sogar einen kleinen Laden gefunden in Celle und sie hat dann 5 Jahre lang den Kibbut verkauft. Und es gibt viele, viele glückliche Kibbut-Besitzer oder Träger, wie soll ich das sagen? Ja, wir könnten Berichte erzählen von Menschen, die durch den Kibbut eine ganz andere Lebensqualität haben und dankbar dafür sind. Danke vielmals, Wilhelm, für deinen Bericht. Ja, jetzt bin ich ein alter Mann, aber ich springe noch wie ein Mastkalb in meinen Kibbut. Danke vielmals.